So. Halt. Musik wieder pausieren. So, sind wir bereit? Ich hoffe ja. Eine Sekunde. Habe ich? Ja. Wasser habe ich noch hier. Perfekt. Nicht zu vergessen, viel zu trinken. Oder zumindest nicht zu wenig zu trinken. Gut. Dann können wir anfangen. Oh. Top 10 ghosts caught on camera. Lurking in the woods. Bevor das anfängt, ich habe auf Twitter da, glaube ich, geschrieben, dass er sehr, sehr zufrieden ist mit den Einsendungen, die er diesmal bekommen hat. Ich bin sehr gespannt. Also, das Video vom letzten Mal, vor 2 Wochen, das war so ein bisschen, ja, langweilig. Also, ein, zwei Sachen waren ganz gut, aber der Rest war, ja, bin Besseres gewohnt von ihm. Da war ich auch froh, dass ich das ehrlich gesagt nicht im Stream geschaut habe, sondern privat einfach nur. Und ja, ich bin gespannt darauf, was er so zu sagen hat oder was er zu zeigen hat dieses Mal. Ich will nur schlafen können heute. Ja, es ist mein Ernst. Ich sag mal so, du kannst das Handy auch auf stumm schalten und zur Seite legen. Dann kriegst du nichts davon mit. Ich habe trotzdem aber dein View. Ah, ein Tipp, wenn man sich solche Sachen anguckt, also das musste ich tatsächlich schon selbst ein, zweimal machen, weil ja, da waren doch sehr verstörende Videos teilweise in der Vergangenheit, die er hochgeladen hatte. Meistens gucke ich mir dann irgendwas ganz Lustiges an, um mich nochmal so irgendwie vollkommen abzulenken, so vom Kopf her. Aber ich mache trotzdem weiter. Justin Finder's TikTok account is dedicated to cars, bikes, do-it-yourself projects, and his family. Absolutely nothing paranormal or supernatural. However, 3 months ago, Justin bought himself a 2002 Nissan Xterra and filmed himself as he installed brand new reverse lights. Today I'm putting some rear LED lights on my Nissan Xterra. These are the flush mount LEDs I bought off of eBay. They're pretty cheap. The lights are installed. I'm gonna take them back out and paint the bumper. So one of Justin's viewers asks how well the reverse lights work at night. And Justin drives out into the dark woods near a lake in North Carolina to show just how bright the lights are. His TikTok viewers are shocked when the reverse lights illuminate something downright chilling. The lights are definitely functional, but unfortunately I live in a city and there are street lights everywhere. But I can find a place to go test them. Okay, I found some really dark woods. I just put some tinfoil over the reverse lights. So I'm gonna show you what the stock reverse lights look like, and then I'm gonna uncover them and show you what the added reverse lights look like. These are the stock reverse lights. Cool, ich sehe Literally nichts. can't see anything. And these are the ones I just installed. Look how friggin' Ein Baumkuschler. Ganz ehrlich, das war doch nur ein Ökoaktivist, der mit einem Baum gekuschelt hat. So, nee, das CO2 macht hier keinen Schaden. So. bright that is. This is amazing. Yeah, so Aber ja, für Rückleuchten ist schon hell. Hell, ja, durchaus. these are not just for looks. Did you see it? As Justin turns on the lights, an arm wrapped around a tree can be seen sliding its way slowly out of sight. After many comments from freaked out viewers, Wie gesagt, das. Er hat sonst nichts in der Richtung gemacht. Aber es kann trotzdem sein, so. Was haben wir hier? Das Video sind seit einer Stunde online und jetzt schon 40.000 Viewer.
gut möglich, dass der ein oder andere dann bei dem Typen mal vorbeischaut und sich dann sagt so: „Hey, ich bleib da mal. Das ist kostenlose Werbung für ihn." Ne? Und dann halt einfach so: „Ja, wenn ich das Licht anmache, hast du mit dem Baum gekuschelt und ziehst deinen Arm da weg." Irgendwer ist mit ihm mitgefahren. So, wer sagt, dass das nicht so war? Oder vielleicht wirklich irgend genereller Baumkuschler oder sowas so. Ja, das war halt einfach nur ganz dummer Zufall, aber ne, ich glaube nicht, dass das irgendwas Paranormales war. Viewers, Justin finally sees the arm and decides to go back to investigate during the day. Okay, I'm leaving work. 2 blocks that way is where the arm was. Okay, this road goes down to the lake, which is right there, and a public boat landing. This is where my truck was backed in. Well, it's actually a path, and that is the tree with the stick leaned up against it. As you can see, people illegally dump stuff out here all the time. Mostly trash, but a lot of animal carcasses too. Ja, dann war das irgendwer, der grad sein Zeug da abgeladen hat und sich versteckt hat. And this is the tree. And here we are behind the tree. It's where my exterior was backed in. I'm about 5'10". I'm not a very superstitious person, so you're not going to get much out of me. I 5'10", was ist das in Meter? just think, if anything, somebody back here? Now, even after all of that, Justin still believes the arm simply could have belonged to someone that happened to be out in the dark woods. But what do you think? Could it be a creature, a ghost, or perhaps even creepier? Is it just someone hiding in the dark woods? Let me know down in the comments. Cries from Beyond. This next video was sent in by Nuke's Top 5 viewer Peter Canova. Peter explains in his email that his friend was remodeling a house in Des Moines, Iowa that had been abandoned for over 10 years. Peter's friend shared a chilling video that was recorded by a tile installer named Javier. Verga, no, sí se escucha más. Estoy aquí en la casa de remodelación. Acabo de rellenar, hicimos ese shower y esto. Y desde hace rato vengo escuchando un Wenn du die Klappe halten würdest, könnte man das wahrscheinlich auch raushören. llanto, como de niño. Oigan. Pero el pedo Ganz, ganz leise. es de que aquí en la casa esta, pues, no hay. Wie gesagt, ganz, ganz leise hört man das. Ich habe grad extra YouTube nochmal lauter gemacht, damit ihr das vielleicht auch hören könnt. Están todos los cuartos vacíos. Y me da miedo ir al basement, pero verga, verga. Von draußen irgendwo. Aus dem Nachbarhaus oder so. Kinder können durch. Kinder sind zwar klein, aber deren Lungen können durchaus ordentlich Luft da durchpusten. Durch die Stimmbänder. Da sind die halt laut. Deja checar. Porque allá afuera no hay nada. Hola. Hier ist ein bisschen lauter geworden. La verga. No hay nada. Woher willst du das wissen? Junge! Oh. La verga.
Ich gucke, ja, ich bin sehr schlau. Ich zeige gerade mit der Hand da drauf. Hier, da dahinter könnte was sein, da drin könnte vielleicht was sein. So, woher willst du wissen? Du hast nicht da reingeschaut. Nö, da ist nichts. Ich geh mal wieder raus. Ja, okay, du hast Schiss, gib's zu. A ver. Wobei das auch ein bisschen generisch klingt. Es könnte sein, dass das vielleicht auch irgendein Lautsprecher ist. No hay nada. Ist schon wieder ruhig. Das klingt wie dieses langsam lauter werdende, langsam lauter werdende Schrei, wie eben gerade. Das ist jetzt schon zum dritten Mal gewesen. Ich vermute mal, dass das ein Soundfile ist, das einfach wieder von vorne anfängt. Güey, no mames. No mames. The loud cries of a child can be heard coming from the basement. Javier checks every room but finds no one. Suddenly, there's an unexplained loud bang from somewhere, and Javier Ich vermute mal, dass er geprankt wurde. So, dieses Bang, ja, vielleicht saß da jemand und hat sich gedacht, so, hey, ich erschrecke ihn nochmal, indem ich halt gegen die Wand klopfe. Und dass da irgendwann was runtergefallen ist. Ey, der ist rausgesprintet. Kann sein, dass er was umgeworfen hat. makes a run for it. Javier refuses to ever return to the house again. Güey, no mames. Before we move on to the next video, if you see anything that you think should be included in the Es ist Top 10. Ah, warte mal, ihr seht das nicht. Sekunde. Da steht, über dem Webcam-Bild, Top 10 Scary Ghost Videos, ne? Top 10 5 Continues in 4. Hm. top 5, contact us at nukestop5@gmail.com. Oh dear. Terrence Leonio from Windsor, Ontario, Canada often goes out into the woods to record himself overtone singing for TikTok and YouTube. One day he decides to stream live, and as he starts to sing, he seems to capture the attention of a passing deer. Pretty sure he was looking for where the sound was coming from, but I stopped and started talking, and now he's confused. All right. And there's the deer, but did you see it? Terrence seems to have caught the attention of something else lurking in the woods. Nicht nur da ist auch etwas. Several strange, slim figures seem to be hiding in the trees behind the deer. Terrence's TikTok viewers believe the mysterious creatures could be cryptids, Sasquatch, Oh mein Gott, a baby is whining. Ja, wie gesagt, dadurch, dass also eine Schrei halt dreimal genau gleich klang, vermute ich, dass das irgendein Soundfile war und irgendeine Sounddatei, die immer wieder abgespielt wurde. Es ist, ja. Was das hier ist, or even skinwalkers. But what do you think Terrence's singing could have summoned from the deep Canadian woods? er hatte nur Angst vor einer vollen Windel. Ja, das könnte es auch sein. Hier würde ich wieder sagen, ähm, dass er nicht darauf reagiert hat, dass die da sind, diese Gestalten. Weil ich vermute einfach mal, dass es wurde gesagt, dass er gestreamt hat. Also vermute ich mal, dass er per Selfie-Kamera, vor allem halt so wie die Qualität da am Rumspacken war, war es halt die Selfie-Kamera. Die hat ja meistens immer eine schlechtere Qualität. Das heißt, er konnte quasi sehen, was da zu sehen war. Und da kann mir keiner sagen, dass er nicht gesehen hat, dass da irgendwas
kroch oder so. Deswegen, meine These dazu ist, hm, es war alles geplant. Er hat einfach 2 Freunden gesagt so: „Hey, komm, ich will 'n paar mehr Views haben, ne? Sorgen wir dafür, dass irgendwas Paranormales da, sich abspielt.“ Tja, zieht einfach mal diese Maske an und lauft da Stream Sniper. Dann hätte der Typ wahrscheinlich drauf reagiert. Dann hätte er gesagt: „Ey, was ist denn das da? Was sind das für Leute?“ Man könnte vielleicht noch sagen, so: „Ja, das ist was Paranormales, weil, das Tier hat nicht drauf reagiert.“ Erstens, das Tier war scheinbar von dem Gesang abgelenkt. Und zweitens, wenn's was Paranormales war, dann hätte das Tier hundertmal früher, auf die reagiert. Ähm, Man sagte, dass Tiere und Kinder wesentlich, empfangsfähiger sind für Paranormales. Ja, das wird irgendwas Gefaktes sein. Aber der Gesang ist cool. A doorway. This next bizarre clip comes from a small YouTube channel that is not even necessarily dedicated to ghost hunting or the supernatural. Partners Nein, aber Hauptsache irgend so 'ne Puppe in die Linse halten. Hat nix Unheimliches. Hm. Rain and Jenno post random videos to their personal channel, Sinister RP. These videos range from art and music to their own personal passion, which is exploring haunted places. Now, Rain and Jenno do not claim that they are, quote, professional ghost hunters. Es gibt auch keine professionellen, Ghost Hunters, weil es schlichtweg einfach keine explizite Ausbildung in dem Bereich gibt. In fact, they are a bit skeptical themselves, and they even invite their viewers to debunk any paranormal evidence that they find. When we go out, we don't always find the craziest stuff. I mean, let us know. Let us know what you think. You know what I mean? By all means, if we can debunk this, I would love to be able to. And if we can't, I mean, I'd love that even more. But there is one video in particular that even the couple and their YouTube viewers cannot explain. Zeig mal her, ich finde 'ne Erklärung. First, the couple captures some odd sounds in this abandoned farmhouse. This time, we ended up capturing something else. Something really weird. Alles klar, viel Spaß dabei. Schön, dass du da warst und ja, man sieht sich dann oder liest sich oder wie auch immer. Tschü. The hell was that? What? If you heard a squeak, I was. No, I heard a bang. Irgendwas ist runtergefallen. Hello? Ich würde jetzt sagen, irgendwer hat irgendwas angestoßen und, keine Ahnung, es ist halt dann passiert, dass die Schwerkraft gewirkt hat. Ja, tut mir leid, Physik funktioniert so. Not much else happens. So als würde sich 'n Einhorn auf 'n Frosch setzen. Ist der Frosch auch platt. But then, by accident, the couple captures this. Ach so, wollte grad sagen, Penis. Ja. Hier, das Fenster. Das Wenn mir jemand After Effects bezahlt, mache ich euch diesen Effekt auch, an 'nem Fenster. Did you see it? Some dark humanoid shape seems to appear near the door, and then quickly moves away and disappears into nothing. Rain and Jenno try to debunk the figure, and even invite their audience to do the same. Now, of course, the first thing that's running through my head is, that might be one of her shadows, but. And that's what's still been going through my head, but I don't know. Everybody else now is saying that's not your shadow. That has its own movement to it. And if you watch, I move and it stays still.
and then it moves and disappears. But Nein, ich sag jetzt, die Frau hat mich gerade ein bisschen an Spence aus King of Queens erinnert. Vom Gesichtsausdruck her. there is just no rational explanation. So, what do you think? Check out this full Also allein schon der Name Sinister RP. Ich weiß nicht, wofür das RP steht. Mein erster Gedanke ist Roleplay. Das bedeutet, es ist fiktiv. video over on the YouTube channel, Sinister RP. Urban Exploration Gone Wrong. Urban explorer Andy Persons heads out to Albany, New York to see the old Tobin's First Er kann sich auch umbenennen in Andy People. Price Center, which is a meatpacking facility that was built in 1924 and was later left completely abandoned. Together with his two friends, he makes his way through the massive old crumbling factory, and he discovers something truly unnerving, because they might not be the only ones there. This is the fun part. So this is where things kind of got a little weird. We were coming down these staircases, and I shined my flashlight to the left, and out of the corner of my eye, all I could see was someone in a black trench coat quickly rush over through the door and hide in the corner. Wo? Das sieht eher aus wie der obere Teil eines Druiden hier. Aber ja, dann war es halt ein Obdachloser. Obdachlose in einem verlassenen Gebäude. Welche Überraschung. I shined my flashlight down the elevator shaft that was right next to me, and all of a sudden, we all started hearing a bunch of voices and just people that were inside of the walls. We just decided to get out there pretty quickly and... Ja, gut, ganz ehrlich, es klingt eher so wie ein Soundfile aus irgendeinem... Warte mal, finde ich das hier? Nee, nicht hier. Nein. Sowas. So, das klang gerade danach. Dass jemand einfach einen Soundfile mit Dingens da irgendwie zusammengeschmissen, einfach reingeschmissen hat. So, aus der Wand kommt. Hallo, das war halt einfach. Das kam wahrscheinlich von da, wenn das so war. Und ja, dann sind da halt mehrere Obdachlose, die jetzt angefangen haben, Lärm zu machen, um euch zu verscheuchen, weil die in Ruhe pennen wollten. Zumal man das sowieso nicht richtig raushören kann, weil die sich halt noch bewegen. Würden die stillstehen und so horchen, wäre es was anderes. Aber das ist halt so, das ist alles mit darunter gemixt. We just decided to get out there pretty quickly and let them be. A man who seems to be wearing a dark trench coat quickly disappears out of sight. Then the group hears voices coming from the walls all around them. Spooked by the creepy event, they decide to just get out of there. Now, whether what they caught is paranormal, I'm not sure. But as I've said before, sometimes real people are much more frightening. Anyway,
You can watch the entire exploration of this creepy abandoned factory over on the YouTube channel, Andy Persons. Through the Looking Glass. Late one night, TikTok user Apple DeCastro decides to weigh herself on a scale in her family home in the Philippines. She stands in front of a mirror, and what happens next is truly bizarre. Es könnte einfach nur ein Kameraglitch sein. Kamerafehler bei der Aufnahme, dass der, keine Ahnung, dass die Bewegung in dem Spiegel nicht richtig erkannt wurde. Die eins ja. Weil das sieht mir nicht nach Leuten aus, die, jetzt anfangen, irgendwas zu faken. Vor allem hat er gesagt, wo das herkommt? TikTok. And what happens next is truly bizarre. Ja, okay, vielleicht könnte das noch gefaked sein. Ich sage mal so, sowas kannst du halt auch faken, indem du einfach den Abschnitt nimmst, weil da ist in dem Moment ist keiner durchgelaufen. Das heißt, du nimmst den Abschnitt und du frierst den quasi ein. So, und erst als die sich wieder, größer bewegt hat oder mit dem Kopf gedreht hat, das dann wieder einfügen. Oder keine Ahnung, dass die Bewegung im Spiegel nicht richtig sichtbar ist aus dem Winkel. Das kann auch sein. Apple's reflection in the mirror seems to move out of time with her body. Now, of course, this could just be a weird CCTV compression glitch, but her brother Joshua actually sees it happen with his own eyes. Another camera angle records his reaction. Oder ist ihm gerade einfach nur die Idee gekommen, das zu faken? Ey, kannst du mir nicht sagen, wenn du sowas sehen würdest, du würdest nicht auf die Idee kommen, deine Flasche wieder zurück in den Kühlschrank oder ins Tiefkühlfach zu stellen. Du würdest direkt hingehen. Du würdest auch nicht still bleiben, du würdest sagen: „Ey, schau dir mal in den Spiegel.“ Und halt die Flasche da vielleicht auf den Tresen hinstellen, ja, oder halt in der Hand behalten, aber nicht auf die Idee kommen: „Hey, ich habe da gerade was Seltsames gesehen. Ich muss erst mal das wieder zurückräumen.“ Joshua can't believe what he's seeing and he quickly goes to warn his sister. Together, they check the footage recorded by their CCTV cameras and post their creepy experience to TikTok. So could this be a glitch in the Matrix? A haunted mirror? Or just a really, really strange camera glitch? As always, I leave it to you to decide. No entry. Sah mir nach Fake aus. As with most Japanese videos, I have no idea what the source is for this next creepy clip. The clip shows two guys approaching an old school building that is under renovation.
and is allegedly haunted. Even though there's tape at the entrance saying no entry, the two friends step inside anyway. What happens next is absolutely terrifying. Es sieht aus wie der Anfang von Grave Encounters. Was Paranormales. Die Tür ist offen. Bei einem verlassenen Gebäude ist das doch scheißegal. 初じゃね開いてたの開いてたら入るでしょもう入ってくださいって言ってんだからここも2階あるじゃん行こうぜお2階なんだよこの部屋なんだ行動ってある行動って何わめっちゃ広いおおお前白い部屋かなんか言ってなかった確かにでもここか本当だ、なんだっけコーンだっけこれなんだっけ何この蜂みたいな黄色と黒のなんかいや知らんねえ俺は知るわけねえんだろ工事なんてやったことねえよお前はいつかあれだよ工事で働くんだよA mysterious woman wearing a white dress silently approaches the two friends from the darkness. She seems to have no visible arms. Ich würde sagen, also dadurch, dass halt die Quelle nicht genannt werden kann, ist halt entweder ist es gestellt oder ja, ich wollte gerade sagen, es ist fake, aber dann ist es im Endeffekt kommt beides auf das Gleiche hinaus. Die hat sich eine Frau einfach 'n fucking Bettlaken, drüber gezogen. Oder so 'n Poncho-mäßig. 'N Poncho hat ja auch keine Ärmel. So, und dann einfach extremst dünne Frau oder sagen wir mal, sehr schlanke Frau, so die Arme nicht breit gefächert, sondern wirklich nah an den Körper pressend. Dann sieht die halt aus, als hätte die keine Arme. Wäre dann halt so Poncho-mäßig irgendwas, was keine Ärmel hat, einfach drüber gelegt. So, das ist ja, ne, tut mir leid, das catcht mich jetzt gerade irgendwie nicht. The two guys run in fear and scream for help. What happens next, we'll just never know. And whether the footage is real or not, that's up for you to decide. Either way, the clip is chilling. Night Shift. This next spooky video was sent in by Nuke's Top 5 viewer Zoe from Perth, Australia. Zoe says that she's a registered nurse working the night shift at a nursing home. She says that there is one particular room in the nursing home that gives the entire staff the creeps. The staff says that they feel watched while in the room, and that the room often feels extremely cold for no reason. Some have even witnessed chairs moving around by themselves. One night, Zoe and the rest of the staff are gathered in the office when they notice something very strange on the CCTV. The lights in the room start to flicker and dim in a bizarre pattern, and then some dark shape seems to pass in front of the camera, not once, but twice. Now, could this be something paranormal, or just a strange lighting malfunction? And just what
are those two dark shapes? Tell me what you think. Das ist rational betrachtet. Verzeihung. Kann ich mir vorstellen, dass sich da jemand einfach 'n, Scherz erlaubt hat. Hat mit dem Licht gespielt, hat's irgendwie geschafft. Ich weiß nicht, wie der Rest des Raumes aussieht. Es kann sein, dass hier noch irgend 'ne Tür ist oder so, dass jemand da ist und keine Ahnung, mit dem Finger einfach über die Linse, so. Ne, wenn ja, dann nehme ich das hier mal. Gucken, wie das aussieht. Ah, warte mal. Ja, gut, ist jetzt müsste ich so. Ne, ist halt mein, Würfelbeutel. Ähm, kann halt auch alles Mögliche sein. Ich dachte grad, mein Handy hätte vibriert. The Boy Next Door. Paranormal investigators K&L from the YouTube channel K&L Ghost Hunters spend the night at the historic Red Lion Hotel in Colchester, England. Built way back in 1465, it's no surprise that the hotel has a long history of tragic events and paranormal activity. Just to give one example, several hundred years ago, a horrible fire ravaged the hotel and took the lives of several young children. These days, it's said that the spirit of a young boy wanders the restaurant of the hotel. He is often seen in photographs. Aber bei 'nem Feuer ist das 'n bisschen seltsam, weil eigentlich heißt es ja, dass, also, ich gehe jetzt nicht nur von Supernatural aus. Das ist tatsächlich, in einigen Bereichen so oder in einigen Kulturen so, dass, wenn man den Körper verbrennt, es reinigt, also, Feuer reinigt so in dem Sinne. Und es führt dann halt dazu, dass wie war 'n das noch mal? Äh, ja, dass der Geist oder die Seele halt weiterziehen kann, irgend so in dem Sinne. Deswegen wundert es mich, dass nach dem Feuer, dieser Geist eines Jungen noch da sein soll. Photographed by guests. Most of all, the spirit of the young boy is often seen by children. K and L leave a static camera to record in the restaurant as they investigate the basement of the hotel. Later, when they check their footage, they are shocked by what they've caught. Dein Ernst? Was ist das? Das ist 'ne Tür. Da ist halt grad jemand rumgelaufen. Das ist 'n fucking Hotel. Ich glaube nicht, dass die, für alle Gäste geschlossen hatten. A small head about the height of a young child can be seen peeking through the glass windows of one of the restaurant doors. Wenn ich mich runterbeuge, bin ich auch ist mein Kopf auch auf der Höhe eines Kindes. Paranormal investigators K&L believe that they might have captured the spirit of the young boy that guests claim to have seen over the years. But what do you think this small figure could be? Let me know. You can watch this entire investigation and many more over on the YouTube channel K&L Ghost Hunters. Dead in the water. In another strange video shared to the internet without a source, someone can be seen taking off their shoes after having walked through a waterfall in Malaysia and discovering small clumps of leeches stuck to their feet. And if that isn't horrifying enough, there's something else in this video that's very disturbing. Ugh. Did you see it? Someone or something can be seen sitting on a rock. Oh. Ja, wenn man will, wenn man sich einbilden will, dass da was ist, dann kann da auch was sein, ja. Die Frage ist, könnte das der Körper sein und hier Haare oder ist das einfach 'n Affe? So, hier ist der Kopf, hier sind so 2 Hände, hier irgendwie der hintere Teil.
oder es sind einfach nur ein paar Steine. Größere Steine, ungefähr die Größe so, vielleicht ein bisschen mehr. Je nachdem aus wie weit das entfernt ist. So, wenn man will, dass da ja, wenn man da was sehen will, dann findet man da auch was. Aber es ist wirklich rock inside the waterfall. Whoever or whatever it is appears to be wearing a white dress and has long dark hair and dark arms. Now, without a source, it's impossible to establish whether this footage is real. Da müsste man eigentlich jetzt da hingehen und sich das von der anderen Seite angucken oder generell einfach näher rangehen. Und vor allem, wenn er, zurückgehen würde, ob das dann immer noch da ist oder nicht. Weil in den meisten Fällen ist es ja so, dass wenn man drüber geht, dass da was ist und hey, man schwenkt zurück, ist es weg. Dann könnte man noch mal drüber reden, aber so ist es halt ja. Real, fake, or even explainable. But let me know your thoughts down in the comments. Thanks so much for watching. My upload schedule is kind of weird these days, so please hit the subscribe button and the bell so you never miss a video. My Instagram is Ja.